Wir haben alle Corona. Ist jetzt unsere Auswanderung zum Scheitern verurteilt? Hallo, mein Name ist Melanie, das ist Maso und wir wandern mit unseren Kindern aus von Deutschland nach Benin. Berlin? Warum Berlin? Nicht Berlin! Benin! Westafrika! Heute melde ich mich zurück im Namen von meiner ganzen Familie. Wir alle 4 haben Corona bekommen. Und es war jetzt kein Spaß, es war echt doof. Also muss man schon so sagen. Ich hätte es mehr eingeschätzt wie eine blöde, schlimme Erkältung und es war jetzt aber schon doppelt so blöd wie eine fiese Influenza. Und es hat uns schon ganz schön ausgenockt. Gott sei Dank, die Kinder hatten 1-2 Tage Fieber und dann war das erledigt. Gut, ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten hatten sie, aber wirklich nichts. Also es war nicht der Rede wert. Und Maso und mich hat es schon ziemlich ausgenockt. Also am schlimmsten war Müdigkeit, keine Energie, Kopfschmerzen, extreme Kopfschmerzen. Es kam dann noch bei mir so ein bisschen dazu Appetitlosigkeit und ich hatte einfach keine Energie, keine Kraft. In der Früh bin ich aufgestanden und wollte den Kindern Frühstück machen und während dem Frühstück zubereiten sage ich, ich gehe schon mal und leg mich wieder hin. Kannst du bitte weitermachen zu meinem Mann? Und ja, das war für mich auch einfach eine doppelt, dreifach, vierfach blöde Situation. Erstens ist es natürlich scheiße, muss man jetzt einfach mal so sagen, wenn es einem schlecht geht, ja. Zweitens, ich konnte mich nicht um die Kinder kümmern, so wie ich das normalerweise mache. Ich konnte mich nicht um meinen Haushalt kümmern, ich konnte nichts kochen, ich konnte nicht die Wohnung so sauber halten wie normalerweise, aber gut, das ist jetzt auch mal nicht schlimm, ja, das schaffe ich auch, das mal so stehen zu lassen. Und natürlich hat es unsere ganze Planung durcheinander gebracht. Also wir waren ja jetzt schon kurz davor zu fliegen. Wir waren kurz davor, unsere Flüge zu buchen. Gott sei Dank hatten wir es auch noch nicht gemacht. Insofern war jetzt das noch keine große Katastrophe. Aber wenn man so in den Startlöchern steht und dann plötzlich ist man so ausgenockt wie schon seit Jahren war ich nicht. Wahrscheinlich das letzte Mal im Wochenbett von Merveille. Also es ging wirklich gar nichts. Also man konnte weder gedanklich was planen, noch irgendwas vorbereiten, noch irgendwelche Telefonate machen, noch E-Mails schreiben. Wir waren einfach komplett. Also wir haben wirklich diese Quarantänezeit komplett auch gebraucht. Also mit Ach und Krach konnten wir wirklich sagen, wo die 2 Wochen Quarantäne vorbei waren, wir gehen uns jetzt frei testen. Und so richtig fit war ich immer noch nicht, muss ich sagen. Also ich war immer noch angeschlagen, immer noch müde, bisschen schwach, bisschen... Ja. Ich hatte dann am Schluss noch so einen Reizhusten, der hat mich dann noch ein bisschen gestört. Aber Gott sei Dank, ich muss echt sagen, seit wir aus der Quarantäne raus sind, jeden Tag wurde es besser, jeden Tag wurde es weniger. Und ich habe jetzt auch nichts mehr, was mir noch nachhängt, apropos Husten, Kopfschmerzen, Nervenschmerzen oder sonst was. Wobei ich muss sagen, das Einzige, was noch immer ein bisschen anhält, ist, dass ich noch nicht wieder normal riechen kann. Also das war tatsächlich mitten in meiner Corona-Krankphase so, dass ich plötzlich, ich hatte ja auch Schnupfen, ja, muss man sagen, ich habe plötzlich 0% Geschmack und 0% Geruch gehabt. Das hat mir im wahrsten Sinne den Appetit verdorben. Peu à peu kam das wieder. Ich kann jetzt, würde ich sagen, fast wieder normal schmecken und bin beim Riechen noch ein bisschen eingeschränkt. Aber ich finde es nicht schlimm. Auch viele schlechte Gerüche kann ich nicht riechen, deswegen ich kann inzwischen gut damit leben. Ich kann
das meiste riechen, was mich interessiert, und bei den schlechten Gerüchen rieche ich dann nicht so intensiv hin und dann passt die Sache. Im Endeffekt war es jetzt so, wie es war. Wir hatten jetzt alle 4 Corona, vielleicht sollte es so sein. Wir haben jetzt ein paar Abwehrkräfte in uns, können angstfreier in unsere Zukunft sehen. Vielleicht sollte es auch so sein, was den Zeitpunkt betrifft, weil wir wollten eigentlich schon fast 3 Wochen früher fliegen, 2 Wochen früher. Im Endeffekt war es jetzt ein späterer Zeitpunkt und wir konnten vieles jetzt gut noch erledigen in Deutschland, was vielleicht zum anderen Zeitpunkt nicht möglich gewesen wäre. Also man muss es immer positiv sehen. Es war jetzt so, wie es war. Uns geht's gut. Und ob wir inzwischen ausgewandert sind? Wenn dieses Video für euch interessant war und ihr uns weiterhin auf unserer Reise begleiten wollt, dann abonniert einfach unseren Kanal.